Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge meines aktuellen Let's Plays von Noire. Und ich muss am Anfang was loswerden. Ihr seid der Hammer. Ich habe in den letzten Wochen doch gut viele Abonnenten wieder dazu bekommen. 10, glaube ich, ungefähr. Herzlich willkommen dazu und ich weiß nicht, ich finde das toll, wenn immer mehr Abonnenten dazukommen und das ist für mich so die Bestätigung, hey, ich mache auch was richtig, ne? Und da wollte ich einfach nur mal Danke sagen, danke fürs Abonnieren und ja, und alle, die mich unterstützen, da auch nochmal ein ganz, ganz großes Danke. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden und ich würde sagen, wir zocken direkt weiter. Ich bin gespannt, was auf uns jetzt zukommt. Und Film ab, würde ich sagen. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Okay. Also. Der Fall heißt die nackte Stadt. Gucken, worum es da genau geht. Auf jeden Fall soll es wohl wieder um Morphium gehen. Aber wir schauen einfach mal. Wir fahren mal zum Tatort, sag ich jetzt mal. Komm mal. Wenn hier mal unser Kollege kommen würde. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Noch nebenbei, jetzt kommende Woche wird ein neues Battlefield News Video von mir kommen und ja, noch eine kleine Überraschung für zwischendurch. So, lasst euch überraschen, bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert mich, wenn nicht schon getan. Dann bleibt ihr da immer auf dem Laufenden. So. Wir sollen Apartment 6. Machen wir das doch mal. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with this? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Gut, ja, das waren ja unsere alten Kollegen. Einmal von der Mordkommission und einmal vom Verkehr. Wobei ich gar nicht mehr so sicher bin. Ich glaube, er wurde auch befördert. Also müsste das Mord sein. We've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. Okay, schauen wir mal. Take a closer look at her head and neck.
The neck is bruised pretty badly. Ja. Das sieht mir sehr nach Würgemale aus. Weil man sieht ja klar da Hämatome am Hals. Also ist sie schon mal so nicht normal ertrunken. Und dann haben wir hier ja auch noch Hämatome. Sind das Bisse? Bruising on the forearms and these look like bite marks. Very good. Kampf fand auch statt, weil die Fingernägel abgebrochen sind. Aber Bissspuren. Okay. Hier auch alles voll Bisse. Very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Okay. Aber sonst gibt's hier nichts mehr. Sieht nicht so aus. Gucken wir mal hier weiter. Okay, was haben wir hier? Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Okay, eine Herrenjacke. Aber auch wieder Tabletten. Ja. Looks like barbiturates. Okay. Hier eine Dose. Barbiturates. What else is Tabletten. rattling around in this thing? So ein doppelter Boden drin oder so, ne? Ah ja. Ah, eine Kapsel Mate. Kapsel. We should speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Okay. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mit dem behandelten Arzt mal sprechen. Ist das hier gewesen oder was? Aber wäre auch mal nicht schlecht mit der Putze zu reden. Denn sie hat ja die Dame hier gefunden. Naja. Ja, es wird auch nichts sein. This isn't what we're looking for. Ja, reden wir einfach mal mit der hier, oder? Haben wir hier noch irgendwie was? Hier haben wir ja noch Bilder. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Nichts. Da wird doch bestimmt irgendein Bild, was hinten drauf steht. Could have been a modeling assignment. Tada! Hollywood Boulevard. Ja, aber der Dienstag 11 bis 16 Uhr leistet mir doch Gesellschaft. Frag nach Miss Rendo. XXX Julia. Julia. It's a place to start. Das klingt mir irgendwie so ein bisschen nach Prostitution irgendwie noch zusätzlich. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Okay. Ja, dann fragen wir jetzt mal die Putze. Oder
Besser gesagt, Haushälterin. Aber was geht I'm ab? Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Geisteszustand des Opfers. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Ich zweifle das an. Wir zweifeln das an. Would she have killed herself for a man? Ups. Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Naja, kann ja mal passieren, ne? Miss Privatleben. Randall have many friends, visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Aber jetzt anzweifeln. Aber jetzt machen wir es. Men friends, Mrs. Reynoldson. Spill it. I will not spread gossip about Miss Julia. She was very nice to me. I don't care if she was the Virgin Mary's sister. Who was she humping? You changed the sheets. You're disgusting. If you're going to take that tone, I won't answer any more questions. Where are you going? Ach, Quatsch. Das wollte ich doch nicht. I'm trying, officer. Please come back. Anscheinend guckt sie immer so. Also war das vielleicht immer die Wahrheit? I can't stand around here all day waiting for you. Her face beneath the water. Ja, ist doch gut. I need to do something. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Wenn sie so mit dem Kopf schüttelt und so, dann musst du das... Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. Naja. It's been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Naja. Ist glaube ich mal... Ist okay. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Okay. So. You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle the show. So, gehen wir mal rüber zum Auto, zum Vehikelauto. You can drive. Fahren wir, glaube ich, mal... zum Arzt. Wir fahren mal zum Arzt. Isn't that the cop who caught the guy who's Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please.
They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I notice you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. So. Ist denn jetzt... Ist das schon wieder nichts, oder? Was soll denn die Praxis sein? Kleidung. Okay, also Praxis scheint wohl hier vorne zu sein irgendwie. So, gucken wir doch mal. Haben wir ihn hier schon? Ah ja. Dr. Stoneman. Stoneman, Office 505. Ja. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. So, 505. Hier haben wir doch. Dr. Stoneman. Yes, sir, your name? Geht ja nicht an. LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just impatient. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Okay. Beziehung zum Opfer. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Ich kann ihn irgendwie schlecht einschätzen. Und da ich gerade schon bei der Haushälterin schon voll abgekackt habe, würde ich sagen, ich setze lieber einen Joker, als ja auch wieder abzukacken. Okay. Community sagt Lüge. Aber was denn für ein Beweis? Aufführung. Möglicher Selbstmord. Schlaft in Silber Pillendose wegen Schlaf. Rezept für 46. Ja, ist ja auch wieder so eine Sache, ne? In welchem Jahr leben wir? Weil wenn er sagt, seit 6 Wochen, glaube ich, hat er gerade gesagt, 6 Wochen oder 6 Monate Patientin hier ist. Und hier ist das Rezept im Juli 46 ausgestellt, aber ich glaube, wir bewegen uns mittlerweile schon in den 50ern. Also kennt er sie ja doch viel länger. Also müssen wir auf jeden Fall das als Beweis nehmen. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Nein, das nicht, aber wir haben was gefunden. Zwar ein Rezept. Your prescriptions contradict you, Doctor.
Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine? It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. Okay. Weitere Medikationen. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Ich würde sagen, anzweifeln. Einen wirklichen Beweis haben wir jetzt wieder nicht. Irgendwie Okay, Modeljob, ja, hat er ja gesagt, aber... Schlaftabletten... Weiß nicht, ich würde anzweifeln, oder? Aber wenn er uns ja gerade schon angelogen hat, dann wird er jetzt auch nicht die volle Wahrheit gesagt haben. Ich mach's einfach. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Okay, sehr schön. Irgendwas? Circumstantial. Okay. So, Kollege. Dann mach's mal gut. Ich glaube, das war's dann hier auch schon. Fahren einfach mal wieder runter. Blöd. The old boy's lying. Alte lügt. About what? Don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. So, dann würde ich jetzt sagen... You drive. I need to go over the case notes. Ah, da haben wir eigentlich... Den Apartment haben wir ja anscheinend auch wieder was vergessen. Als er noch nicht durchgestrichen ist. Wir fahren da einfach noch mal hin. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Makes it so easy. Just add milk. Ready. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Hier geht ja auch schon wieder die Musik an, also... Irgendwas haben wir hier vergessen. Irgendwas haben wir hier vergessen. Hasn't given me anything to go on.
Hm. Das haben wir uns ja angeguckt. Hm. Ich finde hier nichts. Ich finde hier nichts. Hä? Ah. Dumm ist das denn? Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. I think our work is done here. Ja gut, dann haben wir jetzt die Morphiumspritze gefunden. Was für ein doofer Zufall. Ich erkläre euch das. Ich habe gerade eben auf meinen anderen Monitor geguckt, um zu gucken, wie spät es ist. Habe dabei, ja, keine Ahnung, bin nicht gerade gegangen, sondern bin ein bisschen vom Weg ab und das ist ja witzig. Ja, aber okay, jetzt haben wir wirklich gefunden. Don't think this is any use to us. Das war ja jetzt ein doofer Zufall, ey. Also, was heißt doof? Es ist sehr gut. Ich sollte öfters mal auf die Uhr schauen. So.